mal damit an. Wollt ihr euch kurz vorstellen und erklären, was denn hier Debian so ist? Debian ist eine Distribution, die von Freiwilligen auf der ganzen Welt erstellt wird. Es gibt sogenannte Debian-Entwickler, die das machen. Und da steht kein Unternehmen dahinter. Das ist der Hauptunterschied zu den anderen Distributionen. Und zwar ist Debian 12 Bookworm erschienen. Und da wollten wir wissen, wie denn diese Version bei der Community angekommen ist. Habt ihr da schon Feedback zu? Natürlich haben wir da schon Feedback. Das läuft wunderbar, läuft absolut stabil. Und das, was ich bisher gesehen, erlebt habe, perfekt. Also macht uns glücklich. Ja. Also auch ihr seid damit rundum zufrieden, wie es gelaufen ist bisher? Ja, auf jeden Fall. Und möchten es auch nicht wieder hergeben. Ja, also wir können es nur weiterempfehlen. Oder was denkst du? Ja, vielleicht eine Neuerung ist, dass es jetzt Firmware erkannt wird während der Installation, dass man da nicht mehr irgendwelche Klimmzüge und ein bisschen Expertenwissen einfließen lassen muss, sondern das wird jetzt auch einer breiteren Masse einfach zugänglich, weil die Firmware automatisch dann installiert wird, wenn sie benötigt wird. Das wäre dann tatsächlich auch so die nächste Frage. Was sind denn die wichtigsten Änderungen, die Bookworm jetzt mit sich bringt? Ja, die wichtigsten Änderungen, das hat ja Andreas gerade schon gesagt. Vorher waren die einzelnen nicht freien Bestandteile waren halt quasi nicht dabei oder die musste man quasi extra hinzufügen und das hat sich jetzt geändert. Das heißt also in den Paketquellen ist jetzt ein Bereich dabei, der heißt Non-Free Firmware. Ja? Und da befinden sich halt jetzt einfach schon nicht freie Treiber mit dabei. Das heißt, es ist bei der Installation schon dabei und das macht das Setup eigentlich wesentlich einfacher. Ja? Und deswegen geht es viel reibungsloser. Was ist denn für die nächste Version geplant? Gibt es schon was in Planung? Ja, also Debian ist ja dafür bekannt, dass es ein Release macht, wenn es fertig ist. Wenn man jetzt zurückgeht, dann sieht man, dass das zumindest die eine lange Wegstrecke zurück immer so in dem Bereich von 2 Jahren war, wo ein neues Release auf die Bühne kam. Und deswegen erwarten wir, dass das nächste Release, Debian 13 Trixie heißt es, dass das auch so ungefähr in 2 Jahren dann im Frühjahr dann fertig sein wird. Okay. Dann hast du die nächste Frage schon gleich beantwortet, nämlich wann denn die nächste Version voraussichtlich erscheinen wird. Also wir freuen uns dann auf in 2 Jahren. Ja, genau. Was sind denn aus eurer Sicht die zurzeit wichtigsten Angriffspunkte, um freie Software weiter zu verbreiten? Also ich glaube, das ist ein Problem, wenn halt ein Schüler, der heute in die Schule geht, wenn der da 10, 12, 13 Jahre ist, wenn der da kein anderes Betriebssystem sieht, sondern einfach nur die üblichen Bürobetriebssysteme und die Lehrer haben auch nie was anderes gesehen. Ich glaube, damit kann man nie wirklich digital kompetente und selbstständige Generationen, sage ich mal, großziehen damit. Und ich glaube, da müsste man ansetzen. Und wenn man da fähige Leute aus den Schulen rausbringt, dann kann man die auch in die Verwaltung und auch in der Wirtschaft diese Ideen reinbringen und auch davon profitieren. Und da wird eigentlich ein riesiges Potenzial verschenkt. Und man macht sich in großem Maße abhängig von Konzernen, auf die wir eigentlich keinen wirklichen Einfluss haben. Ihr als Personen, was macht ihr denn bei Debian? Okay, also ich bin Debian-Entwickler und ich kümmere mich um ein paar Pakete. Ich bin im Bildungsbereich auch tätig und da kümmere ich mich halt vor allem um Pakete, die auch irgendwie einen Bezug zum Bildungssystem haben, irgendwelche Lernprogramme. Da versuche ich, die zu verbessern und dass das in Debian gut unterstützt wird. Meine Rolle ist an der Stelle, ich teile Leuten mit oder bringe Leuten bei, wie sie Linux bzw. Debian benutzen. Ja, und es ist halt eine ganze Menge dabei zu lernen. Und genau wie Andreas auch, also ich kümmere mich nur um ein einziges Paket, das ist das Debian Paketmanagementbuch. Ja, das mache ich mit einem Kollegen zusammen und das Projekt nimmt mich vollkommen in Beschlag. Du bist dafür zuständig, das weiterzutragen anhand von Vorträgen, oder wie machst du das? Ich mache Vorträge, ich setze das in meinen Schulungen ein. Ah, okay. Ja, und dann haben die Leute halt einfach was Stabiles zum Ausprobieren, zum Lernen und dann gehen die ganz glücklich wieder nach Hause. Habt ihr irgendwelche Vorträge, zu denen ihr hier gerne gegangen wärt oder noch gehen könnt? Na, wir gehen dann zu unserem eigenen Vortrag, weil Vortrag halten ist ja manchmal auch hingehen, oder? Mit Thomas zusammen berichten wir 20 Jahre Linux-Geschichte.
Also unsere persönliche Linux-Geschichte, was wir in den letzten 20 Jahren erlebt haben. Also im Prinzip Linux-Geschichte und Geschichten, was wir gemeinsam gemacht haben, wo wir gewesen sind. Und ja, lustige Dinge. Andreas, was machst du? Ja, ich bin zusammen mit 2 Kollegen, haben wir einen Vortrag Bildungssysteme nachhaltig digitalisieren. Und ja, ich habe vorher schon ein paar so Gedanken da reingebracht, da werden wir das noch mal weiter ausführen und ein bisschen uns erzählen, was wir da bislang gemacht haben und wie das vielleicht aussehen könnte. Super. Ja, Vielen Dank wir bedanken für das uns. Interview.